Hallo und herzlich willkommen. Heute schauen wir uns mal was ganz Besonderes an. Eine kostenlose und, ich sag's euch, unglaublich nützliche Ressource für alle Lehrkräfte. Es geht um ein digitales Werkzeug, das euren Unterrichtsalltag echt verändern könnte. Ja, und das ist doch die Frage, die sich jeder von uns im Lehrberuf stellt, oder? Bei dieser ganzen Informationsflut, wie findet man da zuverlässiges, gut strukturiertes Material, das im Unterricht auch wirklich zündet? Tja, genau darum geht's heute. Und die Antwort, die beginnt mit einer Zahl. Seht mal hier, 438. Das sind 438 Seiten voll mit Lehrmaterial, Übungen und coolen Ideen. Das ist das Unterrichten-Wiki. Also wirklich eine absolute Goldgrube. Okay, was haben wir heute vor? Ganz einfach. Wir gucken uns erstmal an, was das Tool generell so kann. Dann tauchen wir richtig tief ein in die Fächer Musik, digitale Bildung und Mathe. Danach schauen wir uns die geniale Struktur des Wikis an und zum Schluss gibt's einen Tipp, wie ihr am besten loslegen könnt. Also, was ist dieses Unterrichten-Wiki jetzt genau? Stellt es euch am besten wie ein riesiges, lebendiges Ökosystem vor, das von ganz vielen Leuten gemeinsam gepflegt wird. Alles ist speziell für die Sekundarstufe gemacht. Und das Wichtigste? Das Wissen wird hier nicht nur einfach gesammelt, sondern ist direkt so aufbereitet, dass ihr es sofort im Unterricht einsetzen könnt. So, lasst uns mal direkt reinspringen. Erstes Fach, Musik. Und hier merkt man sofort, was in diesem Wiki steckt. Das ist so viel mehr als nur ein bisschen Notenlehre. Die Bandbreite ist echt riesig. Und genau diese Struktur ist der Knaller. Ihr müsst euch nicht durch endlose Listen quälen. Nein, alles ist super sauber getrennt in Theorie und Praxis. Ihr braucht mal eben eine coole Rhythmusübung für den Anfang der Stunde. Zack, da ist sie. Ihr sucht was zu einem bestimmten Komponisten. Ein Klick und ihr habt's. Das spart im Alltag so unglaublich viel Zeit. Und hier seht ihr, wie unglaublich praxisnah das alles ist. Das ist keine trockene Theorie. Wir reden hier von konkreten Ideen für den Unterricht. Zum Beispiel diese Rhythmusübung mit den Bechern, Cups kennt ihr bestimmt. Oder Peter und der Wolf, um die Orchesterinstrumente vorzustellen. Sogar sowas Spezielles wie Gestanzeln findet man da. Einfach klasse. Okay, nächster Bereich und hier wird's genauso spannend. Digitale Bildung, ein Thema, an dem ja heute absolut kein Weg mehr vorbeiführt. Und ich muss sagen, das Wiki liefert hier eine wirklich fantastische Basis, um die Kids fit für die digitale Welt zu machen. Schaut euch das mal an, das ist ein super Beispiel dafür, wie klar das Wiki ist. Komplexe Begriffe werden total einfach erklärt. Nehmen wir mal Update gegen Upgrade. Das Wiki bringt's auf den Punkt. Ein Update ist quasi die Pflege, ein Upgrade ist die Erweiterung. Simpel, oder? Aber eben total wichtig, das zu verstehen. Und die Vielfalt der Themen ist echt der Wahnsinn. Das geht von den Basics zur Internetsicherheit über das Erkennen von Phishing-Mails bis hin zu den allerersten Schritten beim Programmieren. Und was ich persönlich super wichtig finde, es geht auch um digitale Gesundheit. Also diese ganze Frage, wie findet man eigentlich eine gesunde Balance mit all den Geräten? So, und jetzt zum dritten großen Thema für heute, Mathematik. Und auch hier, Leute, die Sammlung an Material ist einfach nur beeindruckend. Da ist wirklich alles drin, was man für die Sekundarstufe braucht. Von den absoluten Grundlagen bis zu den richtig kniffligen Sachen. Das Geniale ist auch hier wieder diese super klare Aufteilung. Egal, ob ihr gerade die Grundlagen der Algebra wiederholt oder den Satz des Pythagoras erklären wollt, ihr findet sofort, was ihr braucht. Kein langes Herumsuchen. Das ist einfach eine Struktur, die man 1:1 in die eigene Unterrichtsplanung übernehmen kann. Und oft sind es ja die ganz präzisen, kurzen Definitionen, die den Unterschied machen. Dieses Zitat hier zum Thema Funktionen ist dafür das perfekte Beispiel. Kurz, exakt, alles Wichtige drin. Das ist genau das, was man im Unterricht braucht, um eine wirklich solide Grundlage zu schaffen. Okay, und jetzt kommt der Punkt, der das Ganze für mich erst so richtig genial macht. Denn die wahre Power von diesem Wiki, die steckt nicht nur im Inhalt, sondern in seiner Struktur. Das ist nämlich mehr als nur eine Sammlung von Seiten. Es ist ein richtiger Werkzeugkasten für uns Lehrer. Vielleicht ganz kurz zur Einordnung. Was ist ein Wiki überhaupt? Im Grunde eine lebendige Plattform. Jeder kann mitmachen, Dinge verbessern, was Neues hinzufügen und genau deshalb bleibt das Wissen da drin immer aktuell. Es wird quasi ständig von der Community besser gemacht.
Und hier seht ihr, was ich mit Werkzeugkasten meine. Es gibt Vorlagen. Damit erstellt ihr blitzschnell neue Seiten. Dann gibt es Aufgabenbausteine. Stellt euch das wie Lego-Steine für Übungen vor, die man immer wieder neu kombinieren kann. Mit Lernpfaden könnt ihr die Schüler gezielt durch ein Thema lotsen. Und dann sind da noch so kleine Helferlein wie ein eingebauter Timer. Alles an einem Ort. Okay, fassen wir das Ganze mal zusammen. Warum ist das jetzt für euch und euren Unterricht so wichtig? Was ist so der eine Punkt, den ihr mitnehmen solltet? Der Punkt ist ganz einfach der: Ihr bekommt hier Zugang zu einer Ressource, die lebt, die kostenlos ist und von vielen Leuten immer besser gemacht wird. Und sie gibt euch nicht nur den Stoff, sondern auch gleich die Werkzeuge an die Hand, um diesen Stoff gut rüberzubringen. Das spart Zeit, das gibt neue Ideen und ja, es unterstützt einfach einen modernen Unterricht. Und das war's auch schon mit unserer kleinen Tour. Jetzt bleibt eigentlich nur noch eine Frage offen. Womit fangt ihr an? Stürzt ihr euch auf die Rhythmikübungen? Checkt ihr die Materialien zur Internetsicherheit? Oder knackt ihr den Satz des Pythagoras? Das Wiki ist da und wartet nur darauf, von euch entdeckt zu werden.